Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und ihr seht bereits schon, ich bin kurz vor Stufe 603. Mir fehlt nicht mehr viel, ja, nicht mehr viel Erfahrung. Und dann haben wir das Level Up. Und ja, wir brauchen eigentlich nur großartig hier nochmal die Daily Quest machen. Und dann sind wir, glaube ich, soweit schon fast da. Worauf ich nochmal ganz gerne achten wollte, ist auf die Anzahl des generierten Golds pro Sekunde, was ich pro Level nochmal mehr mache. Jetzt sind wir bei 6264, ja, was wir hier pro Sekunde auf Stufe 602 generieren. Und das wird natürlich mit Stufe 603 nochmal ein bisschen mehr. Und da werden wir mal gleich drauf schauen, was das für einen Unterschied macht, denn dadurch ergibt sich ja dann quasi der richtige Wert, der pro Stunde generiert wird. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt, weil dieser Wert, der hier angezeigt wird, das ist ja nicht der richtige Wert, der hier pro Stunde, weiß ich nicht, wie der zustande kommt hier, dieser Wert, aber dies ist ja nicht der richtige Wert. Der richtige Wert lässt sich halt eben genau dadurch halt bestimmen. Wenn wir uns jetzt mal einen Rechner schnappen hier, ja, und mal eingeben, 6264, 64 war es, ne? 64, so, und das dann mal 60 nehmen, dann haben wir eine Minute. Ne? Und wenn wir das Ganze nochmal 60 Minuten nehmen, dann haben wir halt eine Stunde. Und dann sehen wir halt hier, dass der reelle Wert bei 22,5 Millionen Gold pro Stunde liegt. Ne? Ich habe keine Ahnung, wieso dieser hier, das könnt ihr bei euch übrigens selbst auch rausfinden und ausrechnen, wenn ihr wollt. Dann habt ihr da auch den richtigen Wert am Start und eben nicht den Wert, der hier angezeigt wird. Lässt sich auch nochmal ganz gut überprüfen mit dem SF-Tool, ja, wo wir jetzt mal hier das Ganze eingeben. Hier können wir das ist ja auch das Tool, womit der Dungeon Simulator berechnet wird und sowas. Wenn wir jetzt hier Stufe 602 eingeben, ja, der Rest ist eigentlich hier relativ uninteressant. Ich glaube, ich habe jetzt eine 90er Mine und das Gold Pit ist auf 100. Ja, der Vollständigkeit halber machen wir das mal komplett. Und dann sehen wir halt hier, dass hier diese 12,1 Millionen der Wert ist, der halt angezeigt wird. Und der wirkliche Wert, der steht hier halt nochmal unten. Und da sehen wir halt eben, dass das, warum auch immer, das nicht auch direkt hier angezeigt wird, dem Wert entspricht, den wir auch ausgerechnet haben. So, ne? Und da sehen wir halt eben, dass halt meine Goldgrube innerhalb von einer Stunde und 38 Minuten halt schon voll ist. So, wenn wir jetzt mal noch jetzt ein Level da hinzufügen, dann sehen wir hier eine Stunde 37, benötigt das Ganze jetzt mal. Und genau, das auf jeden Fall dazu. So, wir merken uns den Wert 6264 haben wir hier und ich glaube, wir mussten einen per Hand irgendwie verdreschen. Das machen wir jetzt einfach mal und dann haben wir ja schon die Daily Quest erreicht und Stufe 603 damit erreicht, was sehr cool ist. Also das ist wirklich nervig. Also ich weiß nicht, habt ihr das auch jetzt ich keine Ahnung, seit wann das so ist, aber im Browser, ich muss das so oft neu laden, die Seite, weil Shakes and Fidget immer einfreezed so irgendwie. Keine Ahnung, passiert ganz randommäßig. In letzter Zeit, sind hier generell wieder ein paar mehr Problemchen am Start. So, und jetzt gucken wir nochmal hier auf den Sekundenwert. Der ist jetzt, wir waren vorher bei 6000. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich bin so lost. Ne? 6200. Ich habe schon wieder vergessen, Alter. Also wirklich, ohne Scheiß. Ab und zu kann man mich halt auch wirklich mal in die Tonne kloppen, ey. Ich glaube, aber das waren jetzt 100 mehr, die wir pro Sekunde machen. Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das werde ich mir nochmal im Video im Nachhinein anschauen. Der Wert ist auf jeden Fall gestiegen. Ja, ich glaube so um die 100. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube, so um die 100 kommt hin. Ja, und jetzt haben wir hier wieder ein komplettes Level vor uns. Es ist jetzt auch schon
knapp einen Monat her, dass wir Stufe 600 erreicht haben. Also dahingehend ja, geht es natürlich auch ziemlich langsam voran. Wir hatten dazwischen zeitlich ein Kalenderlevel-Up und ja, dadurch habe ich jetzt halt Stufe 603 erreicht. Ansonsten ja, brauche ich, glaube ich, so ein bisschen. Es freest schon wieder, also es ist wirklich verdammt nervig, ja, und das geht die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt irgendwie. Aber in letzter Zeit ist es wirklich ziemlich häufig das Problem. Ich weiß nicht, schreibt mir mal gerne rein, ob das bei euch auch der Fall ist oder ob da irgendwie die Backend-Server von betroffen sind oder keine Ahnung. Ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist komplett weird. Ja, also ich ja, hatte vor einem knappen Monat, glaube ich, war das gewesen, Stufe 600 erreicht. Ich mache ja pro Monat circa 2 Level, also nicht ganz. Ne? Und ich spiele halt pur auf Gold, beziehungsweise auf die allerkürzeste Quest, was ja auch im Umkehrschluss auf Gold spielen dann halt auch bedeutet, ne? Weil ja, jede andere Quest halt eben sich XP-technisch nicht lohnt und fast jede 2 Minuten 30 Quest halt eben auch schon unabhängig davon, ob Gold-Event ist oder nicht, halt eben am Gold-Cap von 16,5 jetzt hier ist mit den ganzen Boni obendrauf gerechnet, ne? Und deswegen, ja, deswegen halt auch immer die kürzesten Quests, ne? Jo, das auf jeden Fall dazu. Gestern haben wir bei der Hydra richtig unterperformt. Also da waren wir richtig schlecht gewesen. Da hatten wir die 11-köpfige nur abgeschlossen gehabt und ich glaube, so schlecht waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr dabei, was die Hydra angeht und so. Ne? Das wirkt sich natürlich dann halt auch dementsprechend auf die Daily Quest aus, was auch nicht so nice ist. Ne? Und ja, dann natürlich ein bisschen doof gelaufen auf jeden Fall. Ja, dafür hatte ich aber ganz gut Glück gehabt. Ich hatte hier, jetzt war ja dieses Epic-Event gewesen da, beziehungsweise beim Würfelspieler. Da habe ich ein paar Waffen rausziehen können. Ja, ich habe hier jetzt noch ein bisschen was im Inventar rumliegen. Ein, zwei Sachen werde ich davon noch zerlegen. Aber ein paar Items werde ich mir auch aufbewahren, falls es mal zu einer Daily Quest kommt, dass ich einen Epic zerlegen beziehungsweise ins Klo werfen muss und dann ist es immer besser, eins zu haben, anstatt denn danach blättern zu müssen oder so. Und ja, wenn man, ja, also auf der Stufe muss man denn danach blättern, schon fast, weil halt eben so viel Erfahrung sonst flöten gehen würde. Das kann man halt nicht zulassen. Ja, also das ist schon echt, wenn man die Daily Quest verpasst, dann verpasst man echt viel. Ihr habt ja gesehen, wie viel die gegeben hat und was ich hier, ich wollte immer mal drauf achten, was ich hier pro Tag eigentlich so an Erfahrung mache. Das wäre echt mal spannend zu wissen. Das geht, glaube ich, auch alles mit SF-Tools, aber ich bin da halt wirklich sehr unbewandert, was das Ganze angeht, leider. Sonst würde ich da auch ein bisschen mehr drauf achten. Ich hatte sonst immer ziemlich genau im Blick, was ich und meine ja, Kontrahenten auf dem Server an Basispunkte haben. Ja, also was die an Gold pro Monat machen, das habe ich sehr genau unterm Auge. Aber erfahrungsmäßig muss ich sagen, habe ich noch nie so drauf geachtet, wäre aber halt auch wirklich mal spannend so. Ich wollte da eigentlich so ein bisschen ab Stufe 600 drauf achten, aber das ist halt, ja, da musst du halt auch jeden Tag dann reinschauen so, ne? Oder vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche, aber jeden Tag wäre schon irgendwie cooler, nützlicher, um halt zu sehen, ja, was da halt so geht. Ich weiß nicht, ich glaube, dein Nachbar, also der Spieler, der macht das, glaube ich. Der guckt auch auf die XP und so. Der jetzt übrigens hier auch richtig strong ist, ne? Wer es nicht wissen sollte, Ignil ist ja nicht mehr hier vertreten in der internationalen Ehrenhalle, weil dein Nachbar ja auf dem Server spielt, wo auch Ignil am Start ist und das ist halt S11. Und Ignil hat sich halt eben zur Mission gemacht, der höchste Spieler der Welt vom Level her zu werden, weil er halt eben noch die Möglichkeiten dazu hat. Der Playstyle ist dahingehend natürlich dann nicht empfehlenswert, weil er dann halt oftmals Quests annimmt, die ja eben nicht so gut im Verhältnis sind, ne? Und das macht eben dein Nachbar nicht. Der geht halt full eben auf Gold, auf Skills und deswegen war es eine Frage der Zeit, bis dein Nachbar den Ignil vom Thron von S11 geworfen hat und jetzt ist er hier richtig gut dabei und ja, kann sich sogar hier momentan gerade in den Top 3 etablieren. Sind momentan auf Platz 2, das ist schon richtig strong, ne?
Und da gehen auf jeden Fall auch ja, die Props raus an der Stelle. Hat hier auch schon richtig nice Skillpunkte auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Und bin gespannt, was da noch in Zukunft so ja, das Ganze bereithält. Ist ziemlich heftig aufgestiegen, seitdem er halt Ignil so ein bisschen dem ersten Platz streitig gemacht hat. Deswegen mal gucken, was da so geht, ne? Vielleicht so ein bisschen Konkurrenz zu Strider, ne? Weil Strider halt eben einen großen Nachteil hat. Der hat halt eben eine viel niedrigere Hydra als dein Nachbar. Das heißt, dein Nachbar macht auf der Stufe effizient immer noch mehr Erfahrung als Strider auf der Stufe. Einfach nur durch die Hydra. Und ja, kann da Strider eigentlich so richtig gar nicht rankommen an Nachbar. Ne, ich kenne jetzt nicht die genauen Stufen von den beiden, aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich einen großen Unterschied macht. Und skilltechnisch wird es für Strider halt auch immer schwieriger werden, weil dein Nachbar halt eben auch im Level so weit vor ihm ist. Bringt nachher nicht mehr viel auf die Quests hier, das nicht. Aber in der Goldgrube macht sich das ja schon noch bemerkbar. Bis zur Stufe 632 steigt ja noch der Goldwert pro Stunde bzw. pro Sekunde. Und ab da an bleibt er dann auf einem gleichen Level so, ne? Und da muss halt Strider auch erstmal hinkommen. Wird er früher oder später schon, aber bis dahin macht dein Nachbar halt eben nochmal mehr Skillpunkte, die halt Strider eventuell nachkaufen muss mit einem Greifen oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, das auf jeden Fall dazu. Ne? Gut, das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.